Wenn du versuchst, einen Menschen, den du liebst, zu retten, dann ist dieses Video für dich. Hi, ich bin Martina. So schön, dass du da bist. Ich war 7 Jahre lang in einer Beziehung mit einem suchtkranken Partner und das war eine Zeit, in der ich unfassbar viel über mich selbst und über das Leben im Allgemeinen gelernt habe. Und in diesem Video gebe ich dir meine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit mit. Ich kann mich noch ganz genau an diese eine Nacht erinnern. Es war 3 in der Früh und ich stand in diesem kleinen Badezimmer direkt neben dem Schockraum, in dem mein damaliger Partner ums Überleben kämpfte. Und ich konnte den Arzt schreien hören: Atmen, Sie müssen atmen. Und ich bin in dem Warteraum gestanden und ich habe gebetet. Ich habe gebetet, dass mein Partner nicht stirbt in dieser Nacht. Und dann kam der Arzt zu mir raus und hat gesagt, na, es schaut schlecht aus, er reagiert gerade noch nicht auf die Therapie. Und ich war da einfach ganz alleine. Eine Stunde später war er dann Gott sei Dank stabilisiert. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich geduscht, bin zu meiner Großmutter gefahren, der ich versprochen habe, mit ihr einkaufen zu gehen. Und habe das gemacht, als wäre nichts passiert, weil niemand wusste, dass mein Partner drogenabhängig war. Und genau das ist es, was co-abhängige Menschen machen. Sie funktionieren, aber sie spüren sich selber nicht mehr. Und das ist ein Riesendilemma. Das hilft nämlich niemandem. Also es war natürlich für mich selber total ungesund. Und es ist aber auch für den Menschen, den wir retten wollen, überhaupt nicht hilfreich. Gar nicht. Im Gegenteil. Ja, wir verschlimmern die Sache eigentlich, weil wir die Konsequenzen abmildern, weil wir Entschuldigungen finden, weil wir es angenehmer für den Suchtkranken machen. Und da spielt auch noch viel, viel mehr rein. Und das war für mich echt erstmal eine bittere Pille zu schlucken, weil ich war in meinem Tun so in dieser Rollenverteilung. Mein Partner ist quasi das Problem und ich bin die Tolle, die Gute, die rettet, die ihn auffangt, die ja alles checkt. Und ich hatte keine Ahnung von Co-Abhängigkeit. Ich habe niemandem erzählt, dass mein Partner suchtkrank ist. Also ich war alleine mit all dem. Und er war dann mal auf Rehab und diese Klinik dort hat auch viel mit Angehörigen gearbeitet. Und er hat dann mal zu mir gesagt, ja, hey, die haben da eben auch Angebote für Angehörige und da gibt es eben sowas wie Co-Abhängigkeit. Und meine erste Reaktion war so, hey, ist das jetzt dein Ernst? Du bist der Suchtkranke und jetzt soll ich ein Problem haben oder vielleicht sogar ein Problem sein. Ich war echt wütend. Ich habe mir gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und es hat mich dann aber trotzdem interessiert. Also irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht ist da doch irgendwas dran und habe dann mal gegoogelt und er hat mir damals dann auch gesagt, es gibt Selbsthilfegruppen. Das sind die Codependent Anonymous. Die gibt es in jeder größeren Stadt. Es gibt wahrscheinlich auch Online-Treffen. Kurzform ist Coda. Und ich habe das dann mal gegoogelt und es war ein Samstag, ich kann mich noch genau erinnern und habe dann gesehen, okay, bei mir in der Nähe gibt es am Samstag um 5 am Abend ein Coda-Treffen und bin dann direkt dorthin, weil ich wusste, wenn ich es nicht gleich mache, dann traue ich mich nicht mehr. Und bin dorthin und saß in diesem Treffen und dachte mir nur, fuck, das bin genau ich, oh mein Gott. Und es war zum einen sehr unangenehm, weil ich plötzlich damit konfrontiert war, dass ich vielleicht nicht das Opfer bin, so wie ich mir das so schön zusammengereimt habe. Und es war auch so schön zu sehen, ich bin nicht alleine.
Also die Coda-Gruppen, die sind jetzt nicht spezielle Angehörigengruppen für Suchtkranke. Da gibt es zum Beispiel Al-Anon, das sind Angehörige von Alkoholikern, und ich glaube, es gibt auch von den Narcotics Anonymous Angehörigengruppen. Also google da einfach mal. Mir hat das sehr geholfen. Ich war ein paar Jahre lang in Coda und dann auch in Al-Anon. Einfach dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine damit und ich kann hier einfach über die Dinge reden, ohne dass ich verurteilt werde, ohne dass mir da irgendjemand jetzt Ratschläge gibt, was ich tun sollte. Und das war wirklich hilfreich für mich. Also wenn du gerade noch alleine mit all dem kämpfst und mit niemandem drüber sprichst, dann möchte ich dir wirklich ans Herz legen, schau mal, ob vielleicht solche Selbsthilfegruppen was für dich sind, oder vielleicht hast du einen Freund, eine Freundin, irgendeine vertraute Person, wo du dir vorstellen kannst, dich zu öffnen. Das war damals in dieser Nacht, wie mein damaliger Partner fast gestorben wäre, nämlich wirklich das Allerschlimmste, dass ich alleine war damit. Dass ich niemanden schreiben konnte. Also ich hätte natürlich können, aber ich habe mir eine Realität kreiert, in der ich alleine war damit. Und das muss nicht sein. Es ist so viel einfacher, wenn du jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Also das möchte ich dir da im ersten Schritt auf jeden Fall mitgeben, falls du auch noch, wie ich damals, irgendwie so in der Situation bist, wo überhaupt niemand weiß, was eigentlich los ist. Und eine Sache, die ich mir dann auf diesem Weg auch eingestehen musste, die hart war, dass es einfach gar nicht nett ist, was ich da tue, sondern dass das viel mit Macht zu tun hat. Ich habe dann erkannt, dass ich meinen Selbstwert daraus ziehe, dass ich mich um ihn kümmere, dass ich alles check, dass ich alles im Griff habe und ich gebraucht werde. Und das ist eigentlich ziemlich mies. Und ich habe mir dann gedacht, fuck, so will ich eigentlich gar nicht sein. Das ist ja eigentlich echt nicht cool. Und was natürlich auch in der Beziehungsdynamik, in einer Paarbeziehung dazu kommt, ist, dass ich dadurch alle möglichen Rollen übernommen habe, die ich als Partnerin nicht übernehmen sollte. Ich war Krankenschwester, ich war Aufpasserin, ich war Mama, ich war ganz viel, aber sehr wenig Partnerin. Und das ist natürlich auch nicht förderlich. Ja, so schwierig eine Beziehung mit einem Suchtkranken ohnehin ist, aber dann auch noch diese co-abhängigen Verstrickungen, diese co-abhängigen Muster dazu, die verschlimmern es tatsächlich. Ja. Das heißt, das Beste, was du tun kannst, ist, dass du beginnst, den Fokus wieder auf dich zu lenken, dass du beginnst, dich wieder zu spüren, dich wieder wahrzunehmen, dass du dich um deine Bedürfnisse kümmerst. Und ich weiß, es ist ein super schwerer Balanceakt, aber dass du die Verantwortung loslässt für deinen Partner. Und das heißt jetzt nicht, dass du ihn nicht mehr unterstützen sollst. Natürlich nicht. Aber nicht über deine Grenzen hinaus und auch nicht gegen seinen Willen. Du kannst niemandem helfen, der keine Hilfe haben möchte. Und es ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber in unserer Beziehung war es so, es gab wunderschöne Monate, wo er nüchtern war, und dann gab es wieder schlimme Monate. Und da waren einfach ganz oft Zeiten, wo es überhaupt keinen Sinn hatte zu versuchen, ihn dazu zu bringen, nüchtern zu werden, weil er es nicht wollte. Und jeder hat das Recht auf sein Leben. Jeder hat das Recht, sein Leben so zu leben, wie er das in diesem Moment leben möchte. Und das ist sehr hart, hier die Balance zu finden. Natürlich. Ja. Zum einen den Partner, die Partnerin in ihrem Sein und Tun zu lassen und zum anderen da zu sein, wenn die Person dann um Hilfe bittet. Und umso wichtiger ist es, dass du gut mit dir verbunden bist, dass du in dir gestärkt bist, dass du deine Grenzen wahren kannst. Das hilft dir und das hilft auch der suchtkranken Person.
Und diese co-abhängigen Muster, die treten übrigens nicht nur in Beziehungen mit Suchtkranken auf. Die treten auch oft auf in Beziehungen, die gar nichts mit Sucht zu tun haben. Hinterfrag dich da auch gerne, wenn du dich wiedererkennst, obwohl die Person, um die du dich kümmerst, die du vielleicht retten möchtest, obwohl die vielleicht nicht suchtkrank ist, aber wenn du dich da in Mustern erkennst, kann das natürlich auch sein, dass du von Co-Abhängigkeit betroffen bist, auch wenn es jetzt nicht um einen suchtkranken Menschen geht. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, weiß ich nicht, vielleicht, also klingt schon irgendwie nach mir, vielleicht bin ich co-abhängig. Ich habe auf meiner Website einen Selbsttest, kostenlos und frei zugänglich. Ich verlinke dir den hier unter dem Video. Schau da gerne mal rein, es sind ein paar Fragen, die dir einfach eine Einschätzung geben, ob du in co-abhängige Muster verstrickt bist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Liebe zu dir.